Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video. Da mir viele nochmal geschrieben haben und enttäuscht waren, dass ich kein Video über die Castle Art Stifte gemacht habe, sondern über die Goldfarbe, habe ich mich entschieden, doch noch ein Video zu diesen Stiften zu machen. Denn nicht nur ihr, sondern auch ich bin sehr neugierig, was diese Stifte betrifft. Man kann ja gar nicht glauben, dass die Stifte so gut sind, wenn 120 Stifte nur 35 € kosten. Ich war selber sehr skeptisch, aber wir gehen den Dingen mal zusammen auf den Grund. Nun zu den interessanten Daten. Es gibt 2 Sets zu kaufen, das 72er Set und das 120er. Beide Sets sind unten in der Infobox verlinkt, für diejenigen, die Interesse haben. Die Stifte werden in einer Metallbox geliefert. Die Box erinnert mich stark an die von Faber-Castell, also dem Polychromos. Meine Box ging leider sehr schlecht auf und bei dem Versuch, sie zu öffnen, habe ich mir sogar den Deckel ein bisschen verbogen. Das kann aber auch nur an meiner Box liegen. In der Box sind insgesamt 3 Trays mit je 40 Stiften. Die Stifte werden vom Hersteller angespitzt geliefert. Ich empfehle trotzdem, die Stifte noch einmal selbst anzuspitzen, weil die Mine mit einem Lack überzogen sein kann, der den ersten Eindruck verfälscht. Was mir bei dem Öffnen der Box direkt aufgefallen ist der penetrante Geruch. Ich habe die Stifte mehrere Tage offen liegen lassen, in der Hoffnung, dass der Gestank verfliegt. Auch nach mehreren Wochen ist der Geruch immer noch da, auch wenn nicht ganz so stark wie am Anfang. Jetzt merke ich es nur noch, wenn ich eben die Stifte beim Malen nah an der Nase halte. Nun zu den Stiften. Die Stifte sehen sehr edel aus. Sie haben einen matten schwarzen Lack, der angenehm in der Hand ist, eine edle silberne Banderole, gefolgt von einer Farbkennzeichnung am Ende des Stiftes. Die Farbkennzeichnung weicht leider stark von der wirklichen Farbe der Mine ab, deswegen legt euch unbedingt eine Farbtabelle zu. Die Prägung auf den Stiften ist silber und lässt sich sehr gut lesen. Die Stifte haben keine Farbbenennung, sind aber mit Farbnummern versehen. Das ist das erste Mal, dass ich in einem Set eine durchgehende Farbnummerierung sehe. Ich habe im Internet nach fertigen Farbtabellen zu den Castle Art Stiften gesucht und habe 2 Tabellen von Tabby May gefunden. Die Tabellen werde ich auch unten in der Infobox verlinken. Die erste Tabelle von Tabby May ist nach Farbnummern sortiert, die zweite Tabelle nach Farben. Ich habe mich im Endeffekt geärgert, dass ich die erste Tabelle ausgemalt habe, die nach Farbnummern sortiert ist. Ich glaube, die Sortierung nach Farben hätte mir definitiv besser gefallen. Aber wenn ihr so wie ich einen kleinen Tick habt und die Sachen gerne numerisch sortiert haben wollt, dann könnt ihr es sicherlich verstehen, dass ich es dann doch nicht über mich gebracht habe, die Nummernreihenfolge durcheinander zu bringen. Der Hersteller plant, die Farbnamen auf die Stifte zu drucken. Bisher steht aber nur eine Farbtabelle mit der Farbbenennung zur Verfügung. Auch die habe ich unten in der Infobox verlinkt. Ich teste Stifte immer gerne in einem Buch, dessen Papier ich kenne. Ich werde in dieser Review das Buch Die Welt unter der Lupe zu Wasser von Rita Beermann zum Testen nehmen. Zwar kenne ich das Papier aus World on Flowers ein bisschen besser, aber ich weiß noch sehr gut, wie sich die Prismacolors in dem Buch von Rita Beermann verhalten haben. Deswegen wird das mein primärer Fokus sein. Außerhalb der Kamera werde ich die Stifte auch noch in World of Flowers testen, um einen Vergleich zwischen rauerem Papier zu haben und glatterem Papier. Die Farben in diesem Set sind wirklich gut verteilt. Es gibt genug schöne Orangetöne, Pink, Blau, Grün und Lila Töne. Allerdings fehlt mir ein richtiges Scharlachrot. Es gibt nur wenig Rottöne und die es gibt, sind entweder zu pink oder zu orange für meinen Geschmack. Auch die Brauntöne sind etwas schmal gehalten, da ich nur ca. 7 oder 8 Töne als braun bezeichnen würde. Die Blautöne sind mir etwas zu ähnlich, da hätte ich gerne mehr Unterschied gehabt.
Trotz allem sind die Töne sehr schön und man hat eine sehr, sehr gute Auswahl. Die Stifte-Details interessieren sicher auch einige von euch. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass ich alle Daten direkt vom Hersteller habe. Ich habe den Hersteller kontaktiert und mir wurden alle Daten direkt geliefert. Deswegen ist alles, was ich hier sage, korrekt. Trotz allem ist die Meinung, die ich wiedergebe, meine eigene. Ich habe mir das Stifteset selber gekauft und deswegen bin ich von keiner anderen Partei beeinflusst. Die Mine des Stiftes hat einen Durchmesser von 3,3 mm und der Stift einen Durchmesser von 7 mm. Die Mine an sich wird vom Hersteller als Softcore, also wachsbasiert, beschrieben. Sie fühlt sich für mich aber eher wie eine Mischung aus Öl- und wachsbasiertem Stift an. Ja, ich weiß, jeder Stift hat einen Öl- und Wachsanteil, aber bei diesen Stiften ist das wirklich sehr ausgeglichen. Das Papier in diesem Buch ist etwas rauer und deswegen kam ich damals mit den Prismacolors besser klar. Wie eben erwähnt, sind die Stifte vom Gefühl her für mich eine Mischung aus Öl und Wachs. Deswegen bin ich gespannt, wie diese Stifte in diesem Buch abschneiden. Ihr hört es wahrscheinlich in jedem Video von mir, aber ich erwähne es immer wieder gerne. Die Buntstifte sind euer Werkzeug, mit dem ihr arbeitet. Gerade wenn man nicht so erfahren ist, ist es leichter, mit gutem Werkzeug, also mit guten Buntstiften, zu malen. Das erleichtert euch die Arbeit und ihr seht schneller gute Ergebnisse, ohne vorher demotiviert zu sein. Hätte ich damals mit günstigeren oder schlechteren Stiften angefangen, weiß ich nicht, ob ich heute noch malen würde. Ich denke, dass ich von mir selbst enttäuscht wäre und denken würde, dass ich nicht malen könnte. Ich hoffe, mit jeder Review euch zu helfen, eure Entscheidung zu treffen, was die Wahl der Stifte betrifft. Ich habe damals nicht so eine große Auswahl gehabt, wie die es heute gibt, und ich fand es schon damals schwierig, mich zu entscheiden. Heutzutage gibt es eine viel größere Auswahl und somit eben auch die Qual der Wahl. Ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen, sondern euch erzählen, wie meine Erfahrung mit den Castle Art Stiften war, während ich dieses Bild gemalt habe. Zuallererst hatte ich schon ein Farbschema im Kopf. Als ich mir die Farbtabelle angeschaut habe, konnte ich direkt die Farben wählen, die ich in meinem Kopf hatte. Ich habe nie gedacht, oh Mann, die Farbe gibt es nicht in diesem Set oder dass ich gerne zu einem anderen Set greifen möchte, weil ich weiß, dass es dort diese Farbe gibt. Ich habe direkt meine Farben auswählen können und sofort starten. Ich habe ein bisschen zögerlich angefangen zu malen, weil ich ja kurz vorher die Review zu den Goldfarbern fertig gemacht habe und noch ein kleines Trauma hatte, weil ich mit den Goldfarbern nicht so viele Farbschichten auftragen konnte, wie ich es gewohnt bin. Ich habe aber schnell gemerkt, dass es mit diesen Stiften sehr wohl möglich ist, mehrere Farbschichten aufzutragen, was auch vielleicht was mit dem Papier zu tun hat, da es etwas rauer ist. Falls ihr nicht wisst, was ich meine, bei weichen Stiften, also wachsbasierten Stiften, ist es von Vorteil, auf etwas rauerem Papier zu malen, weil das Papier nicht so schnell von dem weichen Wachs gesättigt ist und die Rillen und Lücken noch Platz haben, um mehrere Farbschichten aufzunehmen. Bei härteren Stiften ist glattes Papier von Vorteil, da sie nicht so viele Farbpigmente abgeben und glattes Papier eben nicht so viele Rillen und Lücken hat, die gefüllt werden müssen. Ich habe einige Anforderungen an meine Stifte. Erstens müssen sie sich gut schichten lassen. Dann muss ich mit ihnen gut blenden und die Farben mischen können. Ich habe in diesem Bild mit Absicht nicht ordentlich gearbeitet. Ich wollte sehen, wie sich die Stifte im Härtetest beweisen und ich wurde nicht enttäuscht. Ich habe sehr unordentlich gemalt und darauf vertraut, dass ich mit der nächsten Farbe oder der nächsten Farbschicht mein unordentliches Malen ausgleichen kann. Es war wirklich einfach, meine Fehler zu korrigieren, die nächste Farbschicht aufzutragen, die Farben zu mischen und zu blenden. Alle meine Anforderungen wurden erfüllt. Und ich muss sagen, dass ich sehr kritisch an diese Review drangegangen bin, weil ich nicht glauben konnte, dass so ein günstiges Set etwas taugt. Ein weiteres Kriterium ist die Farbharmonie.
Ich habe bei dem Polychromus zum Beispiel das Problem, dass die Grüntöne nicht gut miteinander harmonieren. Ich neige dazu, immer zu den gleichen Grüntönen zu greifen, weil manche Töne in Kombination mit anderen Tönen sich eben beißen. Und wenn ihr weiterschaut, werdet ihr sehen, wie viele verschiedene Grüntöne ich in diesem Bild benutzt habe. Ja, die Grüntöne sind etwas ähnlich, aber sie haben dennoch andere Farbabstufungen und Nuancen. Und ich muss sagen, ich konnte sie wild miteinander kombinieren. Unten in der Infobox werde ich euch alle Farben auflisten, die ich für dieses Bild verwendet habe. Falls ihr es nachmalen wollt, beziehungsweise falls es euch interessiert, welche Farben ich benutzt habe. Auch finde ich es wichtig, dass die Stifte ihre Mine oder Spitze gut halten. Nichts ist ärgerlicher, wenn man jede paar Minuten nachspitzen muss und über Linie malt, weil die Stifte schnell stumpf werden. Ja, ich liebe meine Prismacolors, aber genau das ist der Grund, warum ich sie ungerne für detaillierte Bilder nutze. Man ist mehr damit beschäftigt, die Stifte anzuspitzen, als zu malen. Und bei diesem Set muss ich sagen, dass die Stifte ihre Spitze gut gehalten haben. Dadurch, dass ich sehr stark male und meine Farben auch sehr kräftig bevorzuge, musste ich für meine Verhältnisse relativ wenig anspitzen. Also auch hier ein großes Plus. Als Abschluss muss ich sagen, dass ich weiß, dass ich dieses Set öfter verwenden werde. Es hat einige Farben, die ich noch nicht in meiner mittlerweile sehr weitläufigen Sammlung habe, und ich fand es sehr angenehm, mit ihnen zu malen. Sie sind nicht zu hart und auch nicht zu weich. Wenn man die Farben ineinander blendet, verschmiert es nicht, so wie es bei sehr weichen Stiften der Fall ist, sondern die Farben gleiten schön ineinander. Ich habe Interesse halber eben auch noch einen kleinen Test auf glatterem Papier gemacht in World of Flowers, und dort haben mir die Stifte auch gut gefallen. Ich muss sagen, dass ich euch wirklich dankbar bin, dass ihr mich nochmal angeschrieben habt und gebeten habt, diese Stifte zu testen. Ich bin wirklich froh, mir dieses Set gekauft zu haben, und muss euch sagen, dass ich das als ein gutes Set für den Anfang halte. Allerdings kann man bei diesem Set keine Stifte einzeln nachkaufen. Ich bin jemand, der häufig die gleichen Farben benutzt, beziehungsweise eben die gleichen Farben nicht benutzt in einem Set. Für mich wäre es Verschwendung, dieses Set immer und immer wieder nachzukaufen. Die Stifte, die ich gar nicht benutze, würden sich bei mir stapeln. Ich neige dazu, meine Stifte zu schonen, wenn ich merke, dass sie kleiner werden. Allerdings tue ich das bei dem Polychromus zum Beispiel nicht, weil ich genau weiß, dass ich sie sehr einfach nachkaufen kann. Ich wüsste bei mir, dass ich das Set immer weniger benutzen würde, wenn ich merke, dass die Stifte kleiner werden und ich sie nicht nachkaufen kann. Das empfinde ich so. Aber vielleicht habt ihr jemanden, der auch malt und mit dem ihr euch eben ein neues Set teilen könnt. Unterschiedliche Charaktere benutzen vielleicht unterschiedliche Stifte. Wer weiß. Das ist wirklich das einzige Kriterium, das mich vom Kauf dieses Sets abhalten würde. So, ich hoffe, ich konnte euch etwas bei eurer Entscheidung helfen. Die Stifte sind wirklich Geschmackssache. Und diese Review entspricht eben meinem Geschmack. Aber bei dem Preis ist es ein Versuch wert, oder? Ich hoffe, ihr schaut euch noch weiter das Color Along an oder wie ich diese Stifte teste, und dann sehen wir uns am Ende des Videos.
So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ich konnte euch eure Entscheidung erleichtern und euch ein bisschen was mitgeben, was euch vielleicht noch interessiert hat, beziehungsweise Informationen, die euch gefehlt haben. Ich hoffe, dass ihr schon Teil meines Channels seid. Wenn dem nicht so ist, dann drückt auf jeden Fall unten auf den Button Abonnieren unten. Und wenn ihr auch benachrichtigt werden wollt, dann aktiviert auch die kleine Glocke unten rechts. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht, über jeden einzelnen Kommentar und hoffe, von euch zu hören. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Tschüss.